Die moderne Hirnforschung hat verschiedene Theorien, was Bewusstsein anbelangt. In diesem Video möchte ich dabei über die Theorie der integrierten Information sprechen, kurz IIT, und zeigen, welche Verbindungen sie zur Burkhardt-Heims-Theorien hat. Und dabei wird sich auch wieder einmal zeigen, wie weit Burkhardt-Heim seiner Zeit eigentlich voraus war. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt. Auf diesem Kanal erkläre ich euch die Gedankenwelt von Burkhardt-Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Und ich biete das Nahtaltraining an. Beim Nahtaltraining lernt ihr in 5 Tagen gezielt und aktiv eure Intuition zu nutzen und die Quellen anzuzapfen, mit denen alle großen schöpferischen Geister verbunden waren. Die Mehrheit der Neurowissenschaftler und Biologen geht heute davon aus, dass Bewusstsein als eine Art Abfallprodukt von biochemischen Prozessen im Gehirn passiert oder als Abfallprodukt neuronaler Aktivität. Bewusstsein, unser gesamtes Selbst, ist eigentlich gar nicht da. Wir bilden uns unser Selbst eigentlich nur ein. Aber es gibt auch diejenigen, und das sind auch gar nicht so wenige, die sagen, das reicht nicht. Bewusstsein ist etwas anderes. Es ist eher eine Art Grundeigenschaft des Daseins und das müssen wir erstmal so hinnehmen. Das nennt sich dann Panpsychismus. Viele führen ja auch die Quantentheorie ins Feld, deren Phänomene so interpretiert werden, als würden sie vom Bewusstsein des Betrachters abhängen. Das Problem am Bewusstsein ist, dass es sich nicht formal beschreiben lässt. Es ist nicht so, dass es nicht ausreichend Versuche dazu gibt oder gegeben hätte. Aber bei genauerem Hinsehen erweisen sich die doch alle als fehlerhaft oder auf falschen Annahmen beruhend. Der Physiker und Nobelpreisträger Roger Penrose hat sogar formal bewiesen, dass Bewusstsein nicht formalisiert werden kann. Gibt es also gar keine Theorie? Wenn es keine Theorie gäbe, gäbe es auch keine Hypothesen, die man testen könnte und mithin auch gar nicht forschen daran. Im Jahr 2004 publizierte ein italienischer Hirnforscher namens Giulio Tononi ein Paper, in dem er erstmals die sogenannte Theorie der integrierten Information, die Integrated Information Theory oder kurz IIT, beschrieb. Die IIT ist ein systemtheoretischer Ansatz, um vernetzte Systeme zu beschreiben und ihr Verhalten zu beschreiben. Diese Theorie macht interessante Aussagen und Voraussagen über vernetzte Systeme und über einige davon werde ich auch in diesem Video sprechen. Von vielen Neurowissenschaftlern wird die Theorie heute sehr ernst genommen und auch weiterentwickelt. Von anderen wiederum wird sie leidenschaftlich abgelehnt. Einer ihrer Vertreter ist der deutschstämmige Neurowissenschaftler Christoph Koch, der unter anderem dieses Buch hier geschrieben hat, Bewusstsein, warum es weit verbreitet ist, aber nicht digitalisiert werden kann. Forscht heute am Allen Institute for Brain Research am California Institute of Technology. Hier oben verlinke ich einen seiner Vorträge auf YouTube für alle, die tiefer in diese Theorie einsteigen wollen. Ich werde in diesem Video natürlich nur ganz grob einige ihrer Eigenschaften und Voraussagen beschreiben können. Gleich zu Anfang erwähnen möchte ich, die IIT erhebt nicht den Anspruch, Bewusstsein zu erklären, also kausal zu erklären. Das behauptet auch keiner von denen, die sich mit ihr auseinandersetzen. Die IIT macht Aussagen über vernetzte Systeme. Und diese Aussagen kann man nun auf jede Art von vernetztem System übertragen, auch auf neuronale Systeme. Und zusammengenommen mit allem, was man über das Funktionieren des Gehirns und die damit korrelierten Bewusstseinsphänomene weiß, mit all dem zusammengenommen macht sie eben Aussagen und Voraussagen, die sehr wertvoll sind und sogar praktisch angewendet werden können. Dazu gleich mehr. Also, die wichtigsten Wesensmerkmale dieser Theorie. Die IIT beschäftigt sich also mit vernetzten Systemen. Das hier ist ein einfaches vernetztes System. Das System hat Elemente und die haben Austauschprozesse untereinander. So ein System kann man relativ leicht im Computer modellieren und simulieren, wie es sich dann verhält. Die Frage ist nämlich, wie verhält sich dieses System bei Variationen von Inputs und Outputs? Da gibt es dem kann man einen Zahlenwert zuordnen. Dieser wird immer Groß Phi genannt in diesen Berechnungen. Also ein System kann man unter bestimmten Rahmenbedingungen von Input-Output-Variationen einen Zahlenwert zuordnen. Der ist dimensionslos und hat keine absolute Skala. Der gilt einfach nur für
dieses System mit so vielen Elementen. Und nun geht man her und bildet aus diesem System alle nur erdenklichen Subsysteme und führt das gleiche Spiel für die Subsysteme durch. Und dasjenige Subsystem mit dem höchsten Phi-Wert ist übertragen auf neuronale Systeme dasjenige, welches über ein bewusstes Erleben verfügt. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum soll das überhaupt übertragbar sein, möchte ich jetzt die Gründe anführen und die Aussagen und Voraussagen, die damit gemacht werden können. Und wir werden sehen, die passen nämlich wirklich außerordentlich gut. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Das erste Argument. Es gibt sogenannte Split-Brain-Patienten. Das sind Menschen, bei denen entweder durch Unfall oder aus medizinischer Notwendigkeit das Corpus callosum, die Brücke zwischen beiden Gehirnhälften, durchtrennt wurde. Im Körper dieser Menschen wohnen zwei verschiedene Selbste. Selbst, ich weiß nicht, wie das Plural ist, das ist nicht dazu gedacht, in Plural zu sein. Die beiden sind sich ihrer selbst bewusst, haben jeweils ihre eigene Erfahrung, aber wissen nichts vom anderen. Nochmal die Aussage der IIT, das jeweilige Subsystem mit dem höchsten Phi hat ein bewusstes Selbst. Entweder das gesamte Selbst, in diesem Beispiel ist es zahlenmäßig auch aufgezeigt. Das komplette Gehirn wäre das obere hier. Das hat ein Phi von 72. Das untere wäre das durchtrennte Gehirn. Das hat zwei Subsysteme mit jeweils Phi gleich 62. Also zwei gleichwertige Systeme mit gleicher Maßzahl, die aber kein gemeinsames Ganzes bilden. Also 72 versus 61. Es ist unwesentlich geringer. Die Bewusstheit der einzelnen Selbste ist unwesentlich geringer als dieses Gesamtselbst. Dieses einzelne Element, das hier unten übrigens ist, das steht für den subkortikalen Input, also was aus dem Stammhirn an Sinneseindrücken etc. aus dem Körper fließt. Das hat interessanterweise keinen Beitrag zum Erleben des Gesamtselbst und hat auch keinen positiven Einfluss ob es 1 oder 2 sind. Man sieht also in beiden Fällen, hier ist die Kombination mit dem subkortikalen Input Phi gleich 10. Das heißt, das Gesamtsystem aus diesem hat kein bewusstes Selbst. Nun kann man natürlich auch in die andere Richtung denken. Ein Gehirn, das stärker vernetzt ist als der Standard, das erzeugt oder verfügt natürlich auch über einen höheren Grad an Bewusstheit. Und das ist genau das, was in einer Nahtalsitzung passiert. In einer Nahtalsitzung synchronisiert sich das Gehirn über rechte und linke Gehirnhälfte, wie in dieser Messung dargestellt. Und dieser erhöhte Austausch, vor allem der synchrone Austausch, der führt dazu, dass sich neue Synapsen bilden, die sind permanent weiter vorhanden nach dem Training, und dass Bereiche plötzlich zugänglich werden, die es vorher nicht waren. Das heißt, das Gesamtsystem hat plötzlich, nach IIT betrachtet, ein höheres Phi. Und dann sind Erfahrungen plötzlich integriert und erlebbar, die es vorher nicht waren. Und das kann richtig transformativ reinhauen und einen richtig weiterbringen. Sowohl persönlich als auch auf wissenschaftlichem Gebiet. Wer also Interesse an der Ausbildung hat, schaut auf meine Homepage, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dort habe ich auch einige längere Interviews dazu verlinkt. Schreibt mir eine Nachricht und vielleicht kann ich euch in einem meiner nächsten Seminare begrüßen. Zweites Argument pro IIT oder zweites Gebiet, auf dem sie gut passt. Bei Demenzpatienten haben wir diesen tragischen Prozess des Zerfalls der Persönlichkeit. Wenn im Gehirn durch Degeneration der Neuronen, des Gewebes, die Vernetzung oder die funktionale Vernetzung so weit absinkt, dass sie unter einem bestimmten Schwellenwert sinkt, dann haben wir ebenfalls den Effekt, dass die Persönlichkeit gewissermaßen in Inseln zerfällt. Und die haben dann nur noch ein Teil erleben, eben dessen, was ihnen zugänglich ist und nicht mehr dieses Gesamte, was sich selber ausgleicht und eben alle Aspekte bildet. Das führt dazu, dass eben Gedächtnis viel schwächer wird, insgesamt das Bewusstsein herabgesetzt ist und die Betroffenen auch
auf bestimmten Gefühlen festsitzen, sage ich mal, oder etwas haben, was man als Außenstehender als starke Stimmungsschwankung interpretiert. Tatsächlich wissen die Einzelnen, wissen sie nicht, was sie am einen Tag gemacht haben und was sie am anderen Tag gemacht haben, weil es man quasi mit unterschiedlichen Teilpersönlichkeiten nur noch gesprochen hat. Ist ein tragischer Prozess, der auch nicht schön ist anzusehen. Aber die Gesamtpersönlichkeit ist gewissermaßen nicht mehr da, zumindest auf der biologischen Ebene. Und es finden nur noch diese Einzelaktivitäten statt. Drittes Argument. Wir wissen, dass Schäden oder Entwicklungsstörungen am Stammhirn, das ist das, was hier unten sitzt, keine Auswirkungen hat auf das bewusste Erleben. Schäden am Cerebrum, also am Großhirn hingegen, haben massive oder katastrophale Auswirkungen. Das passt jetzt aber wiederum sehr gut zu der Art, zu dem, was die IIT sagt, zur Art und Vernetzung der Strukturen. Das Stammhirn ist nämlich, jetzt vereinfacht gesagt, weniger komplex und einfacher vernetzt als das Großhirn und hat deswegen keinen Beitrag zur kausalen Kraft, die IIT spricht immer von kausaler Kraft, des Gesamtsystems Gehirn. Das Großhirn hat hier einfach den höchsten Wert von allen möglichen. Die Kombination von Großhirn und Stammhirn hat sie nicht, hat einen kleineren Wert. Das heißt nichts anderes, als dass wir uns des Regelmechanismus, der unseren Blutdruck kontrolliert, nicht bewusst sind. Klammer auf, das heißt nicht, dass es nicht Menschen gibt, die das können, die das bewusst kontrollieren können. Das wurde ja an Yogis zum Beispiel auf beeindruckende Weise nachgewiesen. Die meisten Studien fanden in Indien statt dazu, also die wirklich ihre Körpertemperatur, Blutdruck, Atmung, Herzschlag und so weiter derart drunter regulieren konnten, dass sie fast über Tage ohne Luft auskamen, und gibt es diverse Studien zu. Aber das ist nicht der Normalfall, und das ist eben nicht das, was die normale Neurowissenschaft untersucht. Leider. Klammer zu. Und noch ein viertes Beispiel. Die IIT erklärt auch, warum wir uns zwar des optischen Eindrucks unserer Umgebung bewusst sind, aber nicht des Prozesses, der dahin führt. Das hier, das Hauptsystem sei unsere Sehrinde, hat ein Phi von 61. Die Inputs hier, weiß ich, warum da jetzt 3 dargestellt sind, also stellt es euch vor, als 2 Augen oder es ist ein Auge mit Sehnerv, ist egal. Das Gesamtsystem hat plötzlich nur noch einen Input, ein Phi von 10. Das heißt, das Gesamtsystem hat kein bewusstes Selbst. Und das ist die Antwort auf diese interessante Frage. Wir haben ja eigentlich von unserer optischen Wahrnehmung her irgendwo so einen blinden Fleck im Gesichtsfeld, aber der ist nicht in unserem Bewusstsein. Wir können zwar sagen, da kommen keine Daten an, also die Augen oder der Sehnerv registriert keine Daten an dieser Stelle. Das ist da, wo auf der Netzhaut die Sehzellen fehlen. Der wird überspielt. Das Gesamtselbst hat einen lückenlosen optischen Eindruck der Umgebung. Einfach weil der Sehnerv keinen Beitrag dazu liefert, keinen Beitrag zum Bewusstsein über die Umgebung. Nun gibt es bei diesen Argumenten und Zahlenwerten zwar einen K-Wert, nämlich man kann diese Berechnungen nur für solche einfachen Modellsysteme durchführen. Ein echtes menschliches Gehirn oder auch nur das eines einfachen Organismus zu berechnen nach diesem Verfahren, das führt bereits zu so unermesslich großen Zahlen, dass das kein Computer machen könnte. Also wir arbeiten hier mit reduzierten Modellen, von denen wir per Analogieschluss dann auf das folgern, was in unserem Gehirn passiert. Ist jetzt kein prinzipielles Problem, aber wollte ich noch einmal darauf hinweisen. Die Zahl Phi, die dabei herauskommt, ist, wie schon gesagt, dimensionslos. Die bezieht sich immer nur auf das betrachtete System. Man kann nicht vergleichen mit anderen Systemen dann, die ist eine dimensionslose Skala, die sich einfach auf ein bestimmtes Netzwerk bezieht. Soweit jetzt zu den mehr oder weniger überprüfbaren Aussagen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt diese sehr lange Vorrede, denn wir waren noch überhaupt nicht bei Heim, aber jetzt sind wir gleich da. Die IIT macht nun auch Aussagen über Dinge, bei denen wir bisher im Dunkeln tappen. Und eine sehr wichtige davon ist die Frage, kann Bewusstsein im Computer entstehen? Das verneint nämlich die IIT kategorisch.
Damit ist sie genau bei dem, was ich auch sage, zwar nicht auf die Heimtheorie stützend, aber die IET sagt also auch, Computer können kein Bewusstsein erzeugen und sie nennt sogar den gleichen Grund, zwar nicht exakt den gleichen, aber auch die IET sagt, das liegt an der Hardware. Wer nochmal meine Argumente sich zu Gemüte führen möchte, ich habe hier nochmal die Playlist verlinkt, wo es geht um KI, Bewusstsein und Transzendenz und so weiter aus Sicht der Heimtheorie. Also es liegt an der Hardware, nicht an der Software. Die Art der Vernetzung der Transistoren in Computerchips ist von einer Art, die keinerlei kausale Kraft, heißt es in der IET immer, also die keinerlei Beitrag leisten kann zu einem komplexen, bewussten Selbst. Der Phi-Wert eines Transistornetzwerkes ist extrem gering. Und um noch einen draufzusetzen, was noch interessanter ist, dieser Phi-Wert wird sogar noch kleiner, je größer dieses Netzwerk wird. Also es hilft überhaupt nicht, wenn man mehr Rechenleistung installiert, das bewirkt das Gegenteil. Und da ist mir etwas Interessantes aufgefallen vor einigen Wochen, da habe ich nämlich gelesen, dass man festgestellt hat, in der Zeit, die es jetzt ChatGPT gibt, also so seit 15 Monaten circa ist das ja in aller Munde, in der Zeit hat man festgestellt, die Performance, also die Qualität der Resultate nimmt ab. Und das würde genau dazu passen, nämlich natürlich hat man in dieser Zeit massiv Serverkapazitäten und Rechenzentrenkapazitäten aufgebaut und das Gegenteil erreicht. Also, IET verneint kategorisch die Möglichkeit der Entstehung von Bewusstsein im Computer. Und zwar, der Christoph Koch nennt den gleichen Grund, nennt als Analogiegrund, das wäre so, als würde man im Computer ein schwarzes Loch simulieren. Man müsste keine Angst haben, dass der Computer plötzlich ein Gravitationsfeld erzeugt, ein starkes Gravitationsfeld und das Büro, alle Materie im Büro da hineingesaugt wird. Ob es uns schwarze Löcher geben kann oder nicht, aus Sicht der Heimtheorie nochmal ein anderes Thema. Auf der anderen Seite, wenn man nun in der Lage wäre, man ein Verfahren hätte, Gehirne so untereinander zu vernetzen, dass zum Beispiel durch ein fortgeschrittenes Neuralink oder so etwas, dass also ein gewisser Schwellenwert hier überschritten wird, dann würden die bewussten Selbste der einzelnen Personen aufhören zu existieren und in einem Gesamtüberselbst aufgehen gewissermaßen. Interessanter Gedanke, ob der nun utopisch ist oder dystopisch, sei mal dahingestellt. Wie schon gesagt, es lohnt sich erst einmal mit dem Gehirn, das wir schon haben, weiter zu arbeiten und das besser zu vernetzen, nämlich Verstand und Gefühl in Einklang zu setzen. Dann sind nämlich plötzlich ganz andere Bereiche einsehbar und man hat Zugriff auf ganz andere Aspekte des Daseins regelrecht. Die Aussagen der IET sind wie gesagt nicht bloß übertragbar auf neuronale Netzwerke, sondern eigentlich auf jede Art von System. Man könnte auch das System Elektron oder Atom systemtheoretisch modellieren und dann solche Relationsaussagen, solche Rückkopplungen etc. Damit modellieren und dann Phi-Werte daraus ableiten. Und dann könnte man im Sinne eines Panpsychismus sogar einzelnen Elementarteilchen Bewusstseinshierarchien zuordnen. Und da kommen wir jetzt endlich im großen Bogen zurück zu Himes Modell der Welt. In Himes Modell der Welt haben wir diese entelechale Schichtung entlang der Koordinatenachse x5, wo er die verschiedenen Komplexitäten, wo er die verschiedenen komplexen Seinsformen, die wir in der Welt antreffen, also materielle, biologische und immaterielle, wo er die einordnet in einem hierarchischen Gefüge. Also jedes dieser Levels, dieser Totalitäten, wie es bei Heim heißt, stellt eine Ganzheit dar. Und Heim hat große Anstrengungen unternommen, die Relation zwischen diesen Totalitäten, zwischen diesen Ganzheiten formal zu beschreiben, mit den Mitteln formaler Logik. Und die IIT beschreibt nun auf quantitative Weise die Übergänge zwischen solchen Stufen. Himes Modell ist hier rein qualitativ und sehr abstrakt übergeordnet. Die IIT liefert hier konkrete Berechnungsmöglichkeiten regelrecht und Kriterien, nach denen man Übergänge beurteilen kann.
Und das finde ich sehr spannend. Also mit der IET kann man vergleichsweise einfach hier konkrete Berechnungen anstellen und die Heimtheorie bietet ein übergeordnetes Rahmenwerk, das die Welt als Ganzes beschreibt und in dem all diese Dinge einordnbar sind. Und nun müsste man die IIT zusammenbringen mit der Synchrometrie. Da hat man noch viel zu tun, aber dann wäre man einen großen Schritt weiter, auch in der Hirnforschung. Offen ist jetzt natürlich noch die Frage, wie kann man denn transzendente Prozesse, die in Heims Theorie sehr gut beschreibbar sind, wie kann man die zusammen mit der IIT bringen? Also wie kann man dann zum Beispiel auch Erfahrungen, die mit Natal gemacht werden, wo man an transzendente kosmische Wissensquellen andockt, wie soll man das charakterisieren? Nun, noch einmal gesagt, die IIT kann auf jede Art von System angewandt werden. Die einzige Herausforderung ist jetzt, also in Heims Theorie gibt es Aktivitätenströme. Das sind Austauschprozesse, transzendente Austauschprozesse, entweder zwischen materiellen und geistigen Prozessen oder Erscheinungsformen der Welt, Daseinsformen der Welt oder rein geistigen Prozessen. Und diese Prozesse könnte man nun auch im Sinne der IIT modellieren. Wie man das macht, steht vielleicht auf einem ganz anderen Blatt. Da muss man noch einiges an Hirnschmalz reinstecken. Aber ich sehe kein prinzipielles Hindernis. Zum Abschluss noch etwas Wichtiges zur IIT, was zeigt, dass sie wirklich anwendungsbezogen ist. Auf ihrer Grundlage wurde nämlich ein Verfahren entwickelt, mit dem man den Grad der Bewusstheit im Gehirn messen kann. Regelrecht. Das ist von außerordentlich hoher Bedeutung bei Wachkoma-Patienten oder Patienten mit sogenanntem Locked-in-Syndrom, die also alles mitbekommen, aber sich nicht äußern können und wo die Ärzte nur ratlos nebenstehen können und sich fragen, ist der da oder ist der nicht da? Das Verfahren funktioniert grob gesagt so, es werden starke elektromagnetische Impulse auf den Schädel aufgebracht und dann gemessen, wie das Gehirn, wie das Chaos, das dadurch im Gehirn induzierte Chaos abklingt. Das läuft auf einen Zahlenwert hinaus, wo man sagen kann, ein bestimmter Schwellenwert, nämlich 0,39 interessanterweise, ein bestimmter Schwellenwert gibt an, ab diesem Schwellenwert ist es sehr wahrscheinlich, dass der Patient oder die Versuchsperson bewusst ist. Verfahren nennt sich Zip-and-Zap-Verfahren im Übrigen, falls es euch mal begegnen sollte. Und das könnte wirklich eine große Hilfe sein und große Bedeutung erlangen, wenn es denn einmal kommerziell oder für den medizinischen Gebrauch verfügbar ist. Ihr merkt, wie spannend dieses Thema ist und wie viele Bereiche es berührt, an die man auch überhaupt nicht gedacht hat. Es zeigt wieder einmal, wie wichtig es ist, dass man offen bleibt für neue Gebiete, neue Wissensgebiete und nicht irgendwelche Dinge ablehnt, weil man noch nicht in die Richtung gedacht hat oder weil man sich vielleicht sogar emotional ablehnt. Es ist immer wichtig, sich zu vernetzen, neue Erfahrungen zu sammeln und über sich hinauszuwachsen. Dann gewinnt die Welt auch immer mehr Dimensionen und immer mehr Farbe.